Wir befinden uns aktuell nicht nur im neuen goldenen Zeitalter der Serien, sondern auch quasi in der Zeit der Serien-Revivals. Angefangen mit Girl Meets World über Fuller House bis zu Will and Grace, Roseanne, beziehungsweise jetzt die Connors oder Murphy Brown. Eine Serie nach der anderen wird einfach fortgesetzt. Und da habe ich mal drüber nachgedacht, welche Serien würde ich gerne als Revival sehen. Und da ist mir unter anderem Two and a Half Men eingefallen. Etwas, was erstmal vielleicht ein bisschen absurd klingt, denn das Ende der Serie war gar nicht schön. Auf der einen Seite, weil dieses ganze Charlie Sheen und der Serienschöpfer haben sich verkracht und Charlie Sheen ist rausgeflogen und dann wurde er durch Ashton Kutcher ersetzt, der aber für mich persönlich nie wirklich funktioniert hat. Die letzten beiden Staffeln der Serie habe ich gar nicht wirklich richtig geguckt. Auf der anderen Seite, das Finale an sich fand ich auch nicht schön. Dieses ganze Charlie kommt zurück irgendwie, aber halt nicht Charlie Sheen, sondern halt nur Charlie Harper in der Serie und dann wird er am Ende erschlagen und oder es ist dann halt tot und dann sagt halt Chuck Lorre, der Serienschöpfer, noch in die Kamera, winning. Ob sich die beiden wieder zusammenraufen könnten? Man weiß es nicht, wenn sie ordentlich Geld dafür kriegen. Chuck Lorre hat auf jeden Fall ab nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr Zeit, weil Big Bang Theory endet ja nächstes Jahr und Charlie Sheen wird der mitmachen? Scheinbar, denn als Roseanne abgesetzt wurde, hat er, ob nun ernst gemeint oder mehr aus Spaß, getwittert, ein Bild getwittert, warum sie das nicht einfach ersetzen wollen durch einen Two and a Half Men Revival. Also bestimmt, vielleicht wäre Charlie Sheen an Bord und meiner Meinung nach wäre das gar nicht so schlecht. Okay, klar, im Real Life war der Typ ein ziemliches Arschloch, aber vielleicht hat er es mittlerweile mal wieder und hat sich jetzt mal wieder aufgerappelt und man muss einfach ganz ehrlich sein, Two and a Half Men war, nachdem er weg war, einfach nicht mehr Two and a Half Men. Das Ganze basierte halt unter anderem darauf, dass er halt ein Arschloch, besoffen und ein Frauenheld war. Die Frage, die man sich dann natürlich stellt, ist, wie könnte denn so ein Two and a Half Men Revival aussehen? Und ich hätte da eine sehr gute Idee. Ich persönlich wüsste, was ich machen würde. Erstens, ich würde das Serienfinale einfach erstmal streichen. Vielleicht sogar die finale Staffel, was weiß ich, dass man halt einfach sagt, Charlie lag nach einem Unfall im Ausland als anonymer Patient im Koma. Wie lang auch immer, ich meine, das Serienfinale von Two and a Half Men ist jetzt gerade mal fast, ja, knapp 3 oder bald 4 Jahre her, glaube ich, ne? 2015 war das. Das heißt, vielleicht muss man in der Serie sagen, die Zeit ist noch ein bisschen weiter fortgeschritten. Die Timeline von Two and a Half Men war sowieso nie konstant. Das Alter von Jake ist immer hin und her gesprungen und man wusste sowieso nicht, wie alt sind die jetzt eigentlich. Darum kann man einfach sagen, hey, es ist 5, 6, 7, 8, 9, vielleicht sogar 10 Jahre später und Charlie hat halt ewig lange im Koma gelegen und das Serienfinale ist sowieso nie passiert. Charlie wacht aus dem Koma auf. Charlie muss sich wieder aufrappeln. Charlie kommt wieder nach Hause in die USA und alles ist anders. Denn er war natürlich ewig weg. Dementsprechend, er hat nicht mehr sein Haus, er hat nicht mehr sein Vermögen, er hat nicht mehr seinen Job. Stattdessen ist jetzt sein Bruder Alan der Coole und der Reiche der beiden. Denn habt ihr mal John Cryer, den Darsteller des Alan, verfolgt in den letzten Jahren? Was er so gespielt hat an coolen Rollen? Ich sag mal so, er spielt demnächst in der Serie Supergirl den Lex Luthor. Sagt wohl alles. Und so würde ich einfach sagen, und so könnte man ihn auch vielleicht wieder angeln, dass er wieder in der Serie mitspielt, dass John Cryers Rolle, die Rolle des Alan, einfach ein bisschen umgeschrieben wird. In der Zwischenzeit ist Alan quasi aufgewacht. Er hat sich verändert, er hat mittlerweile Geld, ist aber nicht mehr so ein Weichei, sondern wir machen ihn einfach zu einem
Mafia-Boss, sowas in die Richtung. Er leitet so eine Art Mafia-Organisation und ist darum jetzt mittlerweile mit seiner Glatze richtig cool, richtig badass und hat halt das Geld. Und plötzlich steht sein Bruder Charlie wieder vor der Tür. Und Charlie möchte gerne bei Alan einziehen. Das heißt, wir machen komplett einen Switcheroo in der Geschichte. Alan ist jetzt der coole Reiche und Charlie ist quasi der Schmarotzer, der bei ihm einzieht. Was die Nebencharaktere der Serie betrifft, dürften die aus der Originalserie auch gerne wieder in der neuen Two and a Half Men Serie auftreten. Zum Beispiel Alans Ex-Frau und deren Mann Herb. Beide tolle Schauspieler, könnten ab und zu mal vorbeischauen, könnte eine interessante Dynamik geben, da jetzt halt Alan sich so verändert hat und ein bisschen mehr badass ist. Dann natürlich zum Beispiel die Putzfrau Bertha. Warum sollte halt Alan die nicht einfach übernommen haben? Und natürlich Charlies und Alans Mutter, die müsste wahrscheinlich auch weiter auftreten, wenn die Schauspielerin immer noch Lust hat. Die ist, glaube ich, gerade mal 75, also wenn man es in den nächsten paar Jahren drehen würde, ginge es vielleicht noch. Den Charakter der Rose würde ich jetzt nicht dauerhaft auftreten lassen, vielleicht auch nur ein, zwei Mal ab und zu in Gastauftritten, wenn Charlie wieder da ist. Aber ich würde natürlich auch neue, junge Charaktere einführen, zum Beispiel Alan ist ja Geschäftsmann und so eine Art Mafia-Boss. Da hat er dann halt vielleicht eine junge, hübsche Assistentin, die nicht allzu helle ist, vielleicht ein bisschen Richtung Candy. Das funktioniert ja offensichtlich in der Serie. Die könnte vielleicht sogar eine Enkelin oder Urenkelin von der Putzfrau von Bertha sein. Außerdem möchte sie total gerne, dass Alan sie gerne mag. Also einfach nur mag, aber sexuell will sie jetzt nichts von Alan oder vielleicht auch von Charlie. Weiterhin braucht Alan als Mafia-Boss dann vielleicht noch einen Hitman, also so einen Typen fürs Grobe, so ein junger Mann, der immer ziemlich ernst ist und dadurch entsteht halt die Comedy, dass er in jeder Situation einfach immer total ernst bleibt. Als Hitman könnte er dann vielleicht nervige Leute killen oder Leichen entsorgen oder was auch immer. Wäre lustig, wenn ab und zu einfach mal in der Serie dann eine Leiche auftaucht und er die schnell irgendwie entsorgen muss. Hätte ein bisschen was von Weekend at Bernie's. Im Laufe der Zeit könnte sich zwischen der Assistentin und dem Hitman auch eine Beziehung entwickeln. Wäre bestimmt auch ganz süß. Übrigens würde ich die ganze Geschichte jetzt nicht wieder in demselben Haus in Malibu ansiedeln. Ich würde irgendwo ein anderes großes Haus, schönes Set, was auch immer, dass man da halt ein bisschen Unterschied und ein bisschen Abwechslung hat, einbauen. Und zu guter Letzt fehlt da ja noch ein wichtiger Punkt, und zwar das Half-Man, Two and a Half Men. Die Two Men sind halt der Mafia-Boss, mittlerweile reiche Alan, der Schmarotzer Charlie, der irgendwie versucht wieder auf die Beine zu kommen und halt immer noch ein saufender Frauenheld ist und sich erstmal nicht verändert hat. Aber dann steht eines Tages vielleicht Jake vor der Tür, wenn Angus T. Jones Bock hat. Allerdings, wenn der Schauspieler keinen Bock darauf hat, dann sagen wir halt, seine Ex-Frau oder was auch immer steht vor der Tür und lädt bei Opa Alan die Tochter von Jake ab. Wäre halt, wenn man sagt, ein paar Jahre später, kann halt Jake wirklich jetzt schon eine Tochter haben, die auch schon bald 10 ist oder sowas. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum Tochter? Schließlich heißt das Ganze ja Two and a Half Man und eine Tochter wäre jetzt nicht wortwörtlich Half Man. Aber sie würde natürlich von Alan und Charlie aufgezogen und hätte somit die beiden vielleicht ein bisschen als Vorbilder, was halt eigentlich nicht so günstig wäre, ne? Dann sind wir mal ehrlich. Charlie war nicht immer das beste Vorbild für Jake. Er hat ihm halt die ganzen Saufereien und Frauengeschichten vorgelebt. Er hat ihm vorgelebt, dass man Frauen nicht gut behandeln muss und dass man sowieso seine Freundin einfach betrügen kann. Es ist halt kein Wunder, dass Jake so in der Serie geendet ist. Aber dadurch, dass der Frauenheld Charlie und der mittlerweile Badass Alan, der eigentlich nach innen aber immer noch so ein bisschen ein unsicheres Weichei ist, und der ehrlich gesagt auch nie die Frauen wirklich gut behandelt hat und immer zu viel in den Beziehungen geklammert hat. Dadurch, dass die beiden jetzt ein Mädchen erziehen müssen, haben wir eine komplett neue Dynamik. Gerade in der heutigen Zeit des Feminismus und des Hashtag MeToo
können das vollkommen neue Geschichten werden. Und mit der Zeit könnte ich mir vorstellen, dass das Mädel sogar die beiden ein bisschen umzieht und die beiden hoffentlich etwas verändert. Außerdem haben wir jetzt schon gesehen, wie ein kleiner Junge aufgewachsen ist, in die Pubertät kam und eigentlich zu einem Arschloch wurde. Und später haben sie das Half-Man ja quasi dadurch gemacht, dass die, was war die nochmal? Cousine? Nee, Nichte? Irgend sowas, das lesbische Mädel da bei denen gewohnt hat und so weiter und so fort. Aber jetzt ein Mädchen mit in die Konstellation zu bringen, wäre halt nochmal was komplett Neues. Tja, und ich finde, das könnte mindestens noch 3, 4 oder sogar mehr Staffeln wieder weiterlaufen. Frauenheld Charlie, gerade aus dem Koma erwacht, zieht bei seinem mittlerweile reichen Geschäftsmann, Mafia-Boss Bruder Alan ein. Die beiden müssen gemeinsam quasi deren Enkelin, Großnichte oder was ist von Charlie, ein kleines Mädchen erziehen. Dazu haben wir dann noch die hübsche Assistentin von Alan, diesen Hitman, der vielleicht ständig irgendwo Leichen verliert. Und dann auch noch die Putzfrau und die Urgroßmutter dann ja mittlerweile ist die schon, ne? Ich glaube, das könnte ziemlich cool sein. Was sind deine Gedanken dazu? Was würdest du noch in einem Two and a Half Man Revival machen? Hast du die Originalserie überhaupt geschaut? Verrat's mir in den Kommentaren. Wunderschönen Tag noch. Wir singen.